Das Besondere an dieser Reise ist ja, es sind nur Premieren. Unser erster Anlauf hier in Japan für die Hanseatic Inspiration. Und das ist natürlich was Besonderes. Das Schiff, 5,5 Jahre alt. Japan ist das 49. Land und Naha jetzt der erste japanische Hafen. Und das ist natürlich ein großer Moment, irgendwie jetzt hier längsseits zu gehen. Man kennt diese alte Tradition, die Dokumentation davon. Und man träumt so ein bisschen von dieser Exotik, gepaart eben mit, manche sagen auch Asien Light, eben mit dieser guten Zugänglichkeit des Landes. Das geht jetzt hier so jeden Tag. Geschenke, Zeremonie, like a king. Wie Rockstars werden wir hier empfangen. Es ist einfach ein Mix aus Kultur, Kulinarik, Natur. Man hat so alle Facetten beieinander. Was bei mir unbedingt haften bleibt von dieser Reise, das ist einfach die Herzlichkeit, die Freundlichkeit, mit der wir begrüßt worden sind. Welcome you all. Okinawa Island is a very small island, but it is an island rich in nature and friendly people. Das sind die kleinen Häfen, die wir ansteuern, die wir auch gut mit den Hanseatic-Schiffen ansteuern können, weil wir eben ein kleines Schiff haben. Die Häfen, für die sind wir ein Highlight. Wir werden begrüßt mit Maskottchen, mit Schulgruppen teilweise. Wir sind wie auf Entdeckungsreise im Moment und entdecken für uns diese ganzen vielen kleinen Inseln und das ist wirklich eine unheimlich tolle Erfahrung hier. Also auf dieser Reise wollen wir einfach auch versuchen, so ein bisschen Expeditionsfeeling aufkommen zu lassen. Der große Vorteil ist bei einer Expeditionsfahrt, dass ja kleine Inseln angesteuert werden, Orte, die nicht von dem Tourismus überlaufen sind. Was ich selbst persönlich auch gespürt habe, wie gut es ist, dass auch ein Schiff dorthin kommt. Dass es eben mal nicht Tokio ist oder Kyoto, wo eben auch spürbar ist, dass Japan nicht das kunterbunte Hightech-Land ist, wie man es halt so kennt, vor allen Dingen ja so ein Klischeeland ist, sondern dass es auch etwas anderes ist. Und das, denke ich mir, ist schon für mich auch das Besondere gewesen an dieser Reise. Wir sind jetzt hier im Anflug auf Uwajima in der Ansteuerung. Vor uns liegen noch ungefähr 2,5 Seemeilen. In einer halben Stunde wollen wir da sein. Und das verengt sich jetzt hier. Und man sieht auch zu beiden Seiten relativ viele Fischfarmen. Und da fahren wir hinein. Also das ist so ein Platz, da kommen wir mit dieser Schiffsgröße gerade noch so rein. Werte Gäste, noch eine Information. Wir werden jetzt hier begrüßt zu beiden Seiten von bunt geschmückten Fischerbooten, begleitet auf der Einfahrt hinein in den Fjord. Schauen Sie raus. Wir werden auch vor Anker gehen. Ein ziemlich enger Ankerplatz und dann den Nachmittag dort verbringen. Also für größere Schiffe ist das gar nicht machbar hier.
Heute erster Einsatz der Tenderboote. Ich bin im ersten Tender immer, um zu gucken, ob die Situation vor Ort passt, also ob es mit dem Schwell am Sidegate passt, ob wir an die Tenderpier, die wir uns vorgestellt haben, ob wir da anlanden können, um zu gucken, dass das mit den Behörden vor Ort alles passt. Perfekt. Thank you. Die Security vor Ort alles aufgebaut ist, ja, dass die Situation für uns vor Ort so ist, dass wir sicher Passagiere an Land bringen können und auch von Land wieder zurück an Bord. My name is Michiko, call me Michi, M-I-T-C-H-Y. Nice to see you. Today we are in Karatsu in Kyushu Island, and we are visiting two places. One is Karatsu Castle and the other one is Mount Kagamiyama. The tourists can enjoy the beautiful scenery. Japan is peaceful place and clean, and the food is good, and people are very polite and friendly. I hope they love Japan and they come back Japan again. So eine gesunde Mischung aus größeren Städten, aus Metropolen wie Hiroshima. Also wir sind hier mit einer Gruppe in den Shukuen gefahren. Das ist eigentlich der Landschaftsgarten hier in Westjapan in Hiroshima. Wurde leider im Krieg zerstört, aber im Original quasi wieder aufgebaut. Landschaftsgarten aus dem 18. Jahrhundert. Sehr, sehr schön. Man sieht den Teich, man sieht die Brücke dort hinten, wunderschöne Bäume. Die Landschaftskunst, die Landschaftsgartenbaukunst in Japan ist sowieso sehr, sehr hoch. Und später fahren wir noch mit der Gruppe dann zum Mitaki-Tempel. Ein Tempel, der ein bisschen außerhalb liegt, der sehr, sehr wenig touristisch ist. Dort sind wir meistens ganz allein, liegt schön in einem kleinen versteckten Tal. Schöne Steinlaternen, Buddha-Statuen, sehr, sehr mystisch schon fast die Atmosphäre. Und dann geht es wieder zurück zum Schiff. Auf der anderen Seite dann auch kleinere Inseln, wo wir schon ein sehr großes Schiff sind, wenn wir da vor Anker gegangen sind. Wir haben einige Ausflüge auf Oki Islands gehabt. Wir sind einerseits mit unseren Tenderbooten an Land und andererseits sind auch lokale Boote zu uns ans Schiff, an die Marina gekommen, und wir konnten dann da gleich von der Marina ins lokale Boot einsteigen und hatten eine wunderschöne Bootstour um Oki Islands, sind sogar in Höhlen hineingefahren mit dem Boot und haben so eigentlich vom Meer aus diese Felsformationen wunderschön erleben können. Da ich mich persönlich sehr stark für Vulkane interessiere, finde ich die Oki Islands sehr interessant, denn diese Inseln sind vulkanischen Ursprungs, und als wir an der Küste waren, haben wir ganz viele so horizontale Lagen gesehen. Das sind alles alte Lavaströme von diesen früheren Vulkanen. Und das ist dann sehr spannend, wenn man in dieser Küste eigentlich in die Geschichte zurückschauen kann und Spuren dieser früheren Vulkanausbrüche sieht. Verehrte Gäste, Sie sind herzlich eingeladen, auf den Inspiration Walk zu kommen. Dort haben Sie die beste Sicht hier während der Passage, stehen in der ersten Reihe. Der Inspiration Walk ist für Sie geöffnet. Weitere Informationen folgen gleich durch unsere Experten. Genießen Sie die Durchfahrt. Japan ist unglaublich spannend, weil es einfach eins der wenigen Länder ist, die sich über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinweg eigenständig entwickeln konnte. Wir haben kaum äußere Einflüsse in Japan und ganz viel authentische Kultur und authentische Lebensweise der Japaner, die wir hier ungefiltert erleben können. Wir haben also ein sehr komplexes und faszinierendes Ziel, was uns wirklich erlaubt, in eine für uns doch völlig fremde Kultur einzudringen.
Die Landschaft, das Grün, das Unberührte, dann wieder ein Tempel, dann wieder ein Schrein. Es holt uns alle ab irgendwie, weil das irgendwie so eine Art, das ist so pur, so puristisch fast. Japan ist für mich schon immer so persönlich seit Studienzeiten ein Sehnsuchtsziel gewesen. Diese tief verankerte Kultur, Religiosität, Kreativität, Geschichte auch. Wir sind jetzt unterwegs zur finalen Destination Otaru. Das ist der letzte Hafen auf dieser Reise und das Fazit fällt durchweg positiv aus. Es gab jeden Tag in Japan eine Willkommenszeremonie. Gerade durch solche Zeremonien mit Singen, Tanzen, Umarmungen oder Sonstiges zeigt man einfach, wie sehr man sich aufeinander freut. Und das ist ja wunderschön, auch dass sie sich so Zeit für uns nehmen und sowas machen. Das ist besonders. Immer etwas anders, die haben sich immer ganz tolle Sachen überlegt und das ist, was bei mir im Herzen hängen bleibt.